Man sieht hier, das Eis ist sogar schon gerissen. Ja. Hallihallo, die Sonne geht unter, es ist jetzt schon frostig. Hier steht das Tesla Model 3. Willkommen zu einem weiteren Next Move Testvideo. Minus 8 Grad sollen es heute Nacht werden. Wir wollen gucken, wie wintertauglich ist das Tesla Model 3, wie sehr friert es ein. Es ist klare Nacht, es ist Vollmond und es ist alles andere als Schmuddelwetter. Das heißt, wir müssen bei den Testbedingungen möglicherweise ein kleines bisschen nachschärfen. Schauen wir uns mal an die kritischen Stellen, die da wären. Außenspiegel, frieren sie leicht ein. Wir helfen nach. Türklinken, rahmenlose Fenster, zack, 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 Chargeport, Heckklappe. Bei Next Move wird in den Tests nichts getrickst, das heißt, wir zeigen, wie wir tricksen mit kaltem, klarem Wasser. Helfen wir dem Schmuddelwetter ein kleines bisschen auf die Sprünge. Das werde ich, jetzt ist er noch warm, er stand im Parkhaus, werde ich heute Abend so 22 Uhr, wenn er dann ein bisschen angefroren ist, ich lasse das Wasser auch draußen stehen, werde ich noch ein-, zweimal nachwässern das Auto, dass wir einen richtigen kleinen Eispanzer drauflegen. Und dann schauen wir mal, welche Methoden morgen früh helfen, das Auto aufzukriegen und in Gang zu kriegen. Ich bin gespannt, was rauskommt. So, es ist 22:30 Uhr, ringfrei zur dritten Runde. Ich hoffe, man hört es, ein paar Eiswürfel sind drin. Ich hatte das ein bisschen draußen stehen, damit es gleich anfriert. Minus 8 Grad sind es jetzt. Der Mond steht genau oben, Vollmond. Und da steht das Model 3 und ich gehe mal noch eine Runde. Hier ist übrigens meine Ladestation. Direkt an der Straße darf man sich nachts bedienen. Und Licht ist auch, damit man es auch findet. Da steht das Model 3. So, 23 Uhr jetzt. Ich habe mal auf die App geschaut. Die App meldet im Auto minus 6. Der erste halbe Liter war alle. Ich habe nochmal Nachschub geholt. Einer geht noch. So, zum Vergleich hören wir uns mal noch an. Ich weiß nicht, ob man es schon hört. Im Hintergrund, da hinten steht ein Renault Zoe. Bei minus 9 Grad wurde gerade die Klimaanlage gestartet. Hören wir mal rein, wie es klingt. Ja, der geht ordentlich zur Sache. So, schönen guten Morgen, da sind wir. Ja, kurz vor 8 Uhr, minus 9 Grad. Die App meldet auch innen drinnen minus 9 Grad. Das Model 3 ist also gut durchgefroren. Und jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, wie realistisch ist es, das mit dem Wasser einzusprühen. Da nenne ich einfach mal 2 Szenarien, wo es auf natürliche Art und Weise ähnlich passieren könnte. Oder 3 sogar. Erstens, es war gestern sonniges Wetter. Was machen die Leute bei sonnigem Wetter im Winter? Sie fahren ihre Autos waschen. Das Wasser läuft natürlich überall rein. Hinterher fährt man nicht so viel. Man heizt auch nicht groß. Das heißt, das Wasser steht in allen Ritzen. Und am nächsten Morgen, wenn es knackig frostig ist, kriegt man die Türen nicht mehr auf. Da kann sogar ein gut gepflegter Gummi einfrieren. Zweites Szenario, es ist Schneematsch, das Auto ist geheizt, man stellt das Auto ab und Wasser bleibt auf dem Auto und kriecht in die Ritzen, friert zu. Szenario 3 ist das, was wir eigentlich haben. Ihr seht es im Hintergrund, es ist sehr neblig. Wir wohnen hier in der Nähe von einem größeren Gewässer und auch auf der Scheibe sieht man hier, es gab natürlich auch ein bisschen, oder hier auf dem Dach noch ein bisschen schöner, man hört es auch, natürlichen Belag, der sich aufs Auto niederschlägt. Das kann natürlich mal noch ein bisschen heftiger sein. Wir haben also nur noch ein bisschen nachgeholfen. Ich will es auf 2 verschiedene Art und Weisen probieren reinzukommen. Erstens mit Hausmittelchen, die da wären, was man halt immer so griffbereit hat auf der Straße, ein Föhn. Man muss natürlich berücksichtigen, der pustet nicht so warm wie drinnen, weil der zieht natürlich auch nur minus 8, 9 Grad Luft an und muss dann vorne raus pusten. Und hier Reste hat man irgendwo gefunden in der Garage, noch ein kleines bisschen Scheibenenteiser, steht seit 2 Jahren rum. Da probiere ich es mal auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite probiere ich es über die App. Ich habe einen Screenshot gemacht, kurz vor 8 Uhr habe ich die Heizung auf maximal gestellt, alle Sitzheizungen eingestellt und man sieht es jetzt hier, seit ein paar Minuten fängt er hier an zu heizen. Hier ist schon frei und er wirft natürlich, das gab es früher noch nicht,
wirft natürlich auch die Heckscheibenheizung mit an hier und hat hier die Heckscheibe nach ein paar Minuten schon aufgetaut. Den Kofferraum, obwohl ich hier auch ordentlich auf die Dichtung gesprüht hatte, der ist schon offen. Hier gab es keine Probleme. Und ich habe die Tür noch gar nicht probiert, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Klassisch hier an die Tür zu kommen. Tja. Man sieht hier, das Eis ist sogar schon gerissen. Ja, ich probiere mal noch eine. Ja, das Eis reißt, aber es tut sich noch nichts. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir uns das Problem noch näher an. Was wollen wir eigentlich testen? Zum einen haben wir natürlich hier diese rahmenlosen Türen oder rahmenlosen Scheiben. Das kann einem sozusagen in jedem Auto passieren. Die Scheibe steckt also hier oben drinne in dem Rahmen und muss also, um die Tür zu öffnen, ungefähr 1 cm bis 2 cm nach unten gefahren werden. Da gibt es zwei Probleme. Erstens, hier oben ist sie festgefroren. Zweitens, hier ist sie festgefroren und drittens, hier unten ist richtig fies das Wasser reingelaufen. Da ist sie also auch festgefroren, im aktuellen Zustand keine Chance. Und das nächste sind natürlich die Türgriffe. Da gab es schon Berichte, deswegen wollen wir das mal testen, ob die Türgriffe, wie fest sie gefroren sind und wie schnell wir sie aufkriegen. So, bei der vorderen Tür, Beifahrerseite, probiere ich es klassisch mit Scheibenenteiser. Hauen wir einfach mal kräftig drauf, ringsrum. Zack, das läuft hier schön runter. Und dann hier unten einmal auf die Fugen und da oben schön rein. Zack. Den Türgriff. Reichlich, spiegelt sich auch noch was ab. Duftet schön nach Zitrone. So, Beifahrerseite hinten, probieren wir es. Man hat ihn immer dabei, ja, mit dem Föhn. So, schauen wir mal, wie es vorne aussieht hier. Auch hier bröseltes Eis. Das ist die mit dem Enteiser. Da legen wir nochmal nach. Und auch hier legen wir nochmal nach. Und föhnen noch ein bisschen. So, ich habe jetzt hier mal 2-3 Minuten geföhnt. Gucken wir mal, ob jetzt der Griff was... Ah, der Griff tut sich was. Man sieht hier auch schön, ich weiß nicht, ob man sieht, dass hier richtig in die ganzen Ritzen sich das Eis reingefressen hat. Da drinnen sieht es gut aus. Ah, die Tür, es tut sich noch nichts. Liegt daran, dass das Auto zu ist. Machen wir einmal kurz auf, nicht über die App. Ich habe gerade mal noch die Karte. Und Griff läuft. Schauen wir mal, was die Scheibe macht hier oben. Ah, okay. Ich bin drin. Kommt warme Luft aus dem Auto. Schauen wir mal hier vorne, wie es sich anfühlt. Ein bisschen mit Druck. Der kommt noch nicht. Da sprühen wir noch mal nach. So, nach ungefähr 20 Minuten hat die App ungefähr 4% Akku verballert in Strom. Wir schauen mal übers Dach und über die Scheibe. Scheibe komplett frei. Dach komplett frei, außer auf dem Holm. Heckscheibe frei. 24 Grad Innenraumtemperatur. Türen sind wieder zu, müssen wir einmal aufschließen hier. Und an den Griffen tut sich noch nichts. Nee, außer dass das Eis springt. Hier ist noch fest. Die Seitenscheiben sind noch nicht ganz so aufgetaut, aber fast. Ja. Bis hier an den Rand ist das Eis schon aufgetaut, nur in den Ritzen, aber da läuft das Wasser jetzt rein. Das heißt, die Ritzen, die Scheibe sollte nicht das Problem sein. Die Frage ist, wie lange dauert es, bis hier Wärme an den Türgriffen ankommt. Weil es kommt ja auch keine Luft durch, es zirkuliert ja nichts, weil ich so fies war und die Ritzen fast komplett mit Wasser zugespritzt habe. Da kann also die Luft, die vom Auto nach draußen gedrückt wird, auch nicht durch die Klinken raus, wie ich es vom Model S kenne, wo da Wasser durchkommt. Aber obwohl man die sicher auch gut mit Wasser versiegeln könnte im Winter. Wir probieren mal noch drüben auf der Seite, wo ich mit Enteiserspray gearbeitet habe. Zack. Und auch hier. Also mit ein bisschen Druck. Die Klinken sind relativ robust. Scheibe war frei, kam sofort runter. Sind wir drin, aber inzwischen habe ich ganz schön kalte Hände. So, aber ich muss ja nicht draußen sitzen mit meinen kalten Händen. Ich bin mal reingegangen und habe es mir mal ein bisschen kuschelig gemacht und
und wärme mir ein bisschen die Hände. Und wir probieren mal, was passiert, wenn ich hier drinnen drücke. Aber wir probieren es mal hinten. Ist eigentlich egal, ob vorne oder hinten. Wir probieren es mal hinten. Da hatte ich mir die Rückbank zu rumgeklappt gestern, damit er noch ein bisschen besser durchfriert. Aha. Also von drinnen geht's schon. Scheibe kam, war nicht mehr festgefroren. Ich guck mal noch auf die Uhr. Nach fast 30 Minuten. Ja, war also zumindest die Scheibe jetzt soweit, dass sie frei ist. Vorne ganz sicher auch. Die Frage ist, der vordere Türgriff oder auch der hintere sind noch die letzten Schwachpunkte, die wir dann draußen gleich nochmal checken. Heizung weiterhin volle Pulle. So, wie sieht's aus? Es sind jetzt ungefähr 50 Minuten vergangen. Es sind 28 Grad im Auto. Wir haben 8% Ladestand verheizt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frontscheibe ist inzwischen sogar fast abgetrocknet. Und wir schauen mal, wie es türenmäßig aussieht. Wir sind also immer noch die Seite hier, Fahrerseite, die wir über die App auftauen wollten. Vorne geht sie jetzt gerade so richtig knackig. Und gucken wir noch mal hinten. Hinten noch nicht. Ja, also was ist das Fazit? 50 Minuten mit Druck habe ich jetzt eine Tür hier aufgekommen, die ich natürlich heftig auch mit seitlichem Wasser nachbearbeitet hatte, aber es gibt diese Zustände, wo das passieren kann. Ansonsten dieser kleine Helfer, 1,99 € hilft euch in einer akzeptablen Zeit in Kombination auch mit der Klimaanlage in das Auto reinzukommen. Die Klimaanlage hat wunderbar die rahmenlosen Fenster aufgetaut und die Klinken hat sie aber erst nach relativ langer Zeit geschafft. Dadurch, dass die Scheiben aufgetaut sind, könnt ihr natürlich von innen das Auto gefahrlos öffnen, ohne dass hier irgendwas kaputt geht oder die Gummis zerreißen. Das heißt, ihr müsst einfach nur irgendeine beliebige Tür öffnen und die Tür kann im Zweifel auch die Heckklappe sein. Ist er jetzt wieder zu? Nee, das heißt, ihr könnt die Heckklappe öffnen, könntet zur Not auch durchkrabbeln oder ein Kind reinschicken und eine Tür öffnen lassen, sofern denn eine Seite der Heckklappe umgeklappt ist für den nächsten Morgen. Das heißt aber auch, wenn das Ding im Kofferraum liegt, sollte es eigentlich auch reichen, um es dann rauszunehmen und die Klinken aufzutauen, falls doch mal dieser Umstand eingetreten ist, dass das Auto oder die Klinken eingefroren sind und ihr nicht reinkommt. Ja, ich hoffe, es war sehr anschaulich. Wir haben uns wieder Mühe gegeben und die Kälte nicht gescheut, um euch diesen spannenden Test noch zu zeigen. Was kann man tun, um das Model 3 bei Frost aufzutauen? Abonniert gerne unseren Kanal. Wir haben noch ein bisschen was vor mit dem Auto. Ciao. So, wir haben ja noch ein Model 3, der stand auch draußen. Auch gut angeeist. Mal gucken, ob der aufgeht. Oh, knallt ein bisschen. Hinten geht. Der geht.